Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Man kommt aus einer demokratischen Welt, denkt, wir leben im Frieden, der Krieg ist vorbei und dann siehst du eine Mauer. Und diese Barriere ist für manche Menschen nicht zu überwinden. Ja, und es wurden ja auch Dörfer getrennt und Familien getrennt. Die Mauer zu sehen war ein großer Schock, weil die Mauer war ja nur der erste Teil. Dahinter war ein 100 Meter breiter Todesstreifen und dahinter waren diese Wachtürme, wo die Leute gingen. Man sah die Grenzsoldaten mit ihren Hunden dort vorbeigehen. Ganz verrückt, dass Leute Millionen ausgeben, um durch ganz Deutschland so eine Mauer zu bauen. Ne? Also nur um sich abzuschotten und ihr Unrechtsregime da hinter den Mauern weiterzuführen. Ne? Als CARP-Mitglied haben wir uns natürlich berufen gefühlt, auch was gegen die Mauer zu machen. Dass wir quasi den Kommunismus, den Feind, umarmen müssen. Hallo, wir wollen! Helft uns! Bitte helft uns! An einem 1. Mai, was ja immer ein Jahrestag der Kommunistischen Partei ist, sind wir in 4 Gruppen nach Ost-Berlin gegangen und jeder hatte ein Prinzipienbuch, ein kleines dabei, das wir dort hingeschmuggelt haben und kam dann an die Grenze und der Wachsoldat, der sagte, was haben Sie denn da für ein Buch? Und ich gab ihm das Buch und habe dann wirklich Blut und Wasser geschwitzt und gesagt, so, jetzt, lieber Gott, jetzt bist du dran. Und dann schlägt er ein Kapitel auf, die letzten Tage. Und in seinem Kopf, ja, Gynäkologie, da gibt es letzte Tage, bevor das Baby geboren wird. Und macht das Buch zu und gibt es mir zurück. Und ich konnte da durchgehen. Es gab damals, wo immer CARP aufgetreten ist, eben Probleme. Unsere Autos wurden zerstochen und es gab Bombendrohungen. Es klingt jetzt zwar überdramatisch, aber es ist so tatsächlich gewesen, dass wenn ich mein Auto geöffnet habe, dann bin ich erstmal zur Seite gesprungen. And even burnt the coach of the Italian CARP members. Auf der Uni wurdest du natürlich gleich als rechtsradikal, als Nazi abqualifiziert. Also wenn man da schon einfach irgendwas bisschen Konservatives gesagt hat oder so oder irgendwas, was mit Gott zu tun hat, war man schon Faschist. Und da konnte man kaum irgendwie normal seine Meinung sagen. Da wurde man direkt niedergeschrien. Ne? Schließen Sie einmal Ihre Augen und denken Sie an die Menschen, für die hier ein Kreuz gesetzt worden ist. Ich war als Student auch aktiv in der Fachschaft und hatte dort meine Freunde. Und dann kam ich an die Universität, will normal zu meiner Vorlesung gehen und merke, überall werden Flugblätter verteilt. CARP-Leiter unterwandert Medizinfachschaft. Und mir fiel einfach die Kinnlade runter, weil ich war zutiefst enttäuscht, dass wo ich dachte, das sind meine Freunde, mich nicht einmal zur Rede gestellt haben, sondern einfach so den Stich dir ins Herz gegeben haben. Das können Sie in all Ihren Zeitungen schreiben! Wir werden weitergehen bis nach Moskau! In Deutschland wollte die überwiegende Mehrheit der Verantwortlichen keine Überwindung der Mauer. Und da ist CARP eine der wenigen Kräfte, die Vereinigungsbewegung insgesamt, die überhaupt noch in diese Richtung gearbeitet haben. 1983 habe ich ein paar Leute interviewt, die haben alle gesagt, das bleibt ewig, ja? Nein, glaube ich nicht. Das sitzt alles zu tief.
Es ist schon zu lange her. Es dauert schon zu lange. Ja. Die Leute haben auch keine Hoffnung, dass sich da irgendwas ändert. Und siehst du da realistische Chancen? Nee. Überhaupt keine. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwann mal ändern wird. Im Jahr 1985 gab es etwa 220 oder 30 verschiedene Terroranschläge allein in Deutschland. Und als die Geschwister nach Hause geflogen sind, da ist der portugiesische Carp-Präsident in Frankfurt auf dem Flughafen gesessen, da ist eine Bombe hochgegangen und er ist gestorben. Ne? Unter all den Leuten, die dort waren, sind ausgerechnet 3 zu Tode gekommen, einfach vollkommen unschuldige Kinder und Menschen waren. Was hat die Carp motiviert, quasi in so einer schwierigen geistigen Atmosphäre trotzdem weiterzumachen? Es ist ganz einfach, weil wir überzeugt waren, der wahre Vater ist der Messias. Und wenn der sagt, Gott wird gewinnen, dann passiert es auch. Wir müssen nur unseren Teil dazu beitragen. Wir tun etwas gegen diese Mauer. Und in dem Sinne habe ich dann auch mitgemacht bei der Carp Convention in Berlin. Bin dort auch auf die Straße gegangen, habe Dinge getan, die ich vielleicht als normale Christian Klaus nie hätte getan. Ja. They're Germans, they're Japanese, they're all the people around the world. Nothing to do with Germany. But we are here, standing here at this ground, at Berlin Wall. Why? Because we are here for God. God! Es war schon schwierig, einfach in einer geistigen Atmosphäre, wo alle geglaubt haben, die Welt ist so und sie wird so bleiben, einfach zu sagen, wir sind gegen den Kommunismus, wir glauben an die Wiedervereinigung Deutschlands. Even inside of God's heart, there is even room for communism. There inside of God, there is even room for Gorbachev. Inside of God, there is even room for people who are accusing us. It's not too late. Come on, let's go to the wall and pray. An unregistered, illegal counter-demonstration from members of the leftist party Alternative Liste was stopped by the police. They attacked Carp members violently, and with the slogan, "Stop the Carp Convention," they distributed thousands of leaflets. Alles hat in diese Richtung sich bewegt. Irgendwann, diese Mauer muss fallen. Die Mauer ist gefallen auf eine Art und Weise, wie die ganze Welt es wohl nie geglaubt hätte. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Ab wann ist denn jetzt der freie Übergang nach West-Berlin möglich? Und er schaute nach und... Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Wir können es eigentlich immer noch gar nicht richtig glauben, was hier passiert. Der Antrieb ist eigentlich der, ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut worden ist. Und wir sehen, wie sie wieder abkommt.
Mario. Das hat eigentlich auch in Zum Drücken. Kannst du dir vorstellen, dass die Taste so bleibt? Ja, wir sind ja praktisch mit der Mauer im Kopf groß geworden. Und bei allem Glauben oder könnten wir uns nicht vorstellen, auf welche Weise das mal wieder anders werden würde. Und deswegen war gut, dass sich überhaupt jemand getraut hat, das so laut zu sagen. Für die deutschen Geschwister war das wirklich eine Lebensaufgabe. Für mich ganz besonders, weil ich Berliner bin. Und sicher waren wir da sehr stolz und froh, dass wir das erleben durften. Ich habe nicht die Wiedervereinigung bewerkstelligt, aber ich habe einen kleinen Teil dazu beigetragen. Ja, und das ist ganz wichtig. Ja, darauf bin ich stolz. Ja. Ja, es ist wahnsinnig schwer für eben die Jugend, das nachzuvollziehen, was die Eltern- und Großelterngeneration erlebt hat. Aber es ist wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und dass das eben nicht völlig in Vergessenheit geht. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge angehen und dass wir wirklich nicht nur für uns eine gute Welt schaffen, sondern für alle Menschen letztlich. Du musst tatsächlich die Augen aufhalten und sehen, wo kann ich vielleicht meinen Teil tun. Das kann ich ja nur den jungen Menschen mitgeben. Geht einmal nach Afrika, schaut euch an das Leid, das es gibt. Deswegen soll man dankbar sein für was man hat, aber man muss auch bereit sein, wirklich für andere sich einzusetzen.